Ihr wollt einen Saugroboter haben mit ganz vielen Funktionen, aber dafür so wenig Geld wie möglich ausgeben? Ja, dann könnte der Dreamy L40 Ultra AE hier euer Match sein. Der bringt Funktionen mit sich wie 75 Grad Heißwäsche, eine Kamera mit an Bord und eine haarfreie Hauptbürste. In dieser Folge schauen wir uns den Roboter mal genauer an und vergleichen es mit dem Flaggschiff-Killer vom letzten Jahr, den Dreamy L10S Ultra Gen 2. Der Saugroboter-Vertreter hier vorne ist der Ur. Willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Wenn ihr zukünftig solchen Content, solche Folgen gar nicht mehr verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten, Film ab! Kurz Hinweis an dieser Stelle, da der Dreamy L40 Ultra AE meiner Meinung nach der geistige Nachfolger des Dreamy L10S Ultra Gen 2 ist, lohnt es sich auf jeden Fall, das Video von dem anzuschauen. Das findet ihr oben rechts, denn ich werde Bezug zu dem nehmen. Außerdem die App-Einstellungen von beiden sind fast gleich. Dann können wir uns hier die Zeit sparen und uns auf dieses Gerät fokussieren und hier und dort mit diesem Gerät auch direkt vergleichen. Wenn wir uns von links nach rechts vorarbeiten, haben wir einmal die Multistation, die Rampe dazu, Netzstecker. Wir haben eine Reinigungslösung für Multiböden, kann man sagen, und einen Ersatzstaubbeutel. Einer ist bereits eingebaut. Wir haben hier einmal den Roboter, die Seitenbürste dazu und ganz spannend, obwohl der Roboter bereits eine Bürste verbaut hat, bekommen wir die Tricat-Bürste hier mitgegeben. Dazu kommen wir gleich. Wir haben 2 Wischmops und dazu noch Papierkram, Garantieanleitung, Schnellstartzeug und so weiter. Lasst uns nun kurz die Details des L40 Ultra AE mit dem L10S Ultra Gen 2 hier uns anschauen. Wie ihr seht, die Roboter sind nebeneinander und die sind gleich hoch, also das nimmt sich da von den Maßen her wirklich nichts. Wir sehen aber direkt hier auf dieser Übersicht 2 spannende Sachen. Hat dieser hier auch noch 2 LEDs, die es dann nutzen kann, um hier besser zu navigieren. Und außerdem, während hier zwar eine Kamera verbaut ist, aber man nicht darauf zugreifen kann als Nutzer, kann man auf die Kamera von dem zugreifen. Und das hat wirklich sehr viele Vorteile. Zum einen könnt ihr dann in die Kamera reingehen, während der putzt und schauen, was gerade los ist. Ihr könnt aber, wenn ihr am Strand liegt, in diesen Roboter rein und dann bei euch zu Hause rumlaufen. Aber ihr müsst das gar nicht mal manuell machen. Ihr könnt den auch auf Patrouillenfahrten schicken und dann könnt ihr euch die Aufnahmen der Patrouillenfahrt in der App anschauen. Und richtig cool wird es, wenn ihr Haustiere habt, denn dann könnt ihr die Haustierfunktion hier freischalten, Fotos von euren Haustieren machen lassen, nach euren Haustieren schauen und so weiter. Die Kamera gibt auch Hinweise über Hindernisse bei euch zu Hause auf der Karte von der Dreamy App und diese könnt ihr dann beseitigen. Und last but not least wird die ganze Kamerageschichte hier auch genutzt, um hier eine bessere Hindernisvermeidung und Navigation zu realisieren. Und wenn wir jetzt den Roboter einmal umdrehen, könnt ihr hier schon die Tricat-Bürste sehen. Das musste man bei diesem Gerät sich für 40, 50 € dazu kaufen. Und außerdem hat der hier eine Leistung von 19 Kilopascal, während der hier nur 10 Kilopascal hat. Ich mag die Werte mit Kilopascal gar nicht. Viel besser wäre es gewesen, hier den Volumenstrom zu haben, aber daran kommt man nicht dran. So wie bei diesem Roboter fährt auch dieser Roboter hier diese Seitenbürste seitlich aus, um die Ränder hier sauber zu machen. Das ist so wie gehabt und auch die Überwindung von Schwellen ist ja mehr oder weniger gleich. Ein Punkt gibt es jetzt, was diesen Roboter zum absoluten Volksroboter hier gemacht hätte, und zwar, wenn die seitliche Bürste hier auch noch ausfahren würde. Das zu den Updates und Verbesserungen im Vergleich zum L10S Ultra Gen 2. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Station an. Wir werfen ja auch einen kurzen Blick hier über die Unterschiede. Das ist die Station des L40 Ultra AE und das ist die Station des L10S Ultra Gen 2. Vom Frischwasserbehälter und Dreckwasserbehältervolumen ist hier alles gleich. Beide haben hier den Einsatz für die Staubbehälter, damit dieser Roboter ganz viele Tage ohne Unterbrechung eure Wohnung, euer Zuhause hier saugen kann. Und beide haben auch hier den Einsatz für die Reinigungsmitteldosieranlage. Apropos Reinigungsmittel. Die Reinigungsmittel von beiden Anlagen werden nicht dafür genutzt, um die Roboter damit zu befüllen, damit hier eure Wohnung dann mit Reinigungsmittel gereinigt werden kann. Das war ein Missverständnis schon bei diesem Video. Das Reinigungsmittel wird hier genutzt, um die Wischpads sauber zu machen. Spannender wird es hier in der unteren Etage. Diese Station macht sich selbst sauber. Das ging bei dieser Station nicht. Da muss man dann diesen Einsatz hier rausnehmen und das Wasser halten, hier einmal durchwischen. Und dann kann man diesen Einsatz so rausnehmen, auch unter das Wasser halten. Aber die Station selbst reinigt sich selbst permanent. Dieser hier macht die Wischpads mit 75 Grad heißem Wasser sauber. Der hier macht das nicht in dieser hohen Temperatur.
Außerdem wird Frischwasser in den Roboter eingelassen und das Dreckwasser von den Robotern abgesaugt. Beide Stationen haben auch eine Trocknungsfunktion, damit die Wischmops nach dem Wischen nicht verschimmeln oder unangenehme Gerüche hier entstehen können. Was beide Stationen hier gemeinsam haben, ist, ihr könnt hier die Wasserbehälter rausmachen und als optionales Zubehör einen Festwasseranschluss installieren. Dann müsst ihr weder das saubere Wasser noch das dreckige Wasser jemals selbst auffüllen oder entsorgen, sondern das Ganze geschieht dann total automatisch. Und das war's in kurz und knapp über die Unterschiede der beiden Stationen. Wenn dir das bisherige Video geholfen hat, gefallen hat, denkst du, es ist zu viel verlangt, wenn ich jetzt nach einem Like und einem Abo frage? Sonst schreib mir auch gern unten in die Kommentare Fragen zum Video, Wünsche, Anregungen, Kritik. Ich tausche mich gerne mit euch aus, um hier neue Sichtweisen zu erhalten. Und das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Video. Die Erstinbetriebnahme des Saugroboters unterscheidet sich hier nicht von anderen Saugrobotern der Marke Dreamy. Ihr könnt optional die Tricard-Bürste dran machen oder nicht. Danach machen wir die Wischmops dran, sowie die Seitenbürste und füllen einmal die Reinigungsmitteldosieranlage mit dem mitgelieferten Reinigungsmittel auf. Anschließend befüllen wir noch den Frischwassertank. Leider gibt es hier keine Markierung, ich mache es einfach randvoll. Danach ladet ihr euch die Dreamy-App runter, erstellt euch ein Benutzerkonto und schaltet den Saugroboter einmal ein. Anschließend könnt ihr den Roboter über Scan oder hinzufügen, hier reinpacken, ich mache das über Scan. Ihr müsst dann 2 Knöpfe gleichzeitig drücken, bis ein Ton erscheint, dann gebt ihr eure WLAN-Daten ein und dann wird der Roboter hier in euer heimisches WLAN eingebunden. Anschließend gebt ihr dem Saugroboter bitte einen Namen und könnt dann auch schon die 2 Highlight-Funktionen von diesem Gerät hier aktivieren oder deaktivieren, in dem Fall den Mob Extend und die Funktion für Haustiere. Dann bekommt ihr auch schon den Hinweis für ein Firmware-Update und wenn das abgeschlossen ist, dann könnt ihr hier auch schon direkt mit der ersten Kartierung beginnen. Bei den Karteneinstellungen kann ich euch jetzt etwas beruhigen, denn Punkte wie Raumabtrennung, Bodenbelege, verbotene Zonen, virtuelle Wände sowie Möbel, auch die Sequenz, wie die Räume gereinigt werden sollen und auch das Speichern und auch das Hinzufügen von Karten für mehrstöckige Häuser können hier beide Roboter. Deshalb gehe ich jetzt auf diese Punkte im Detail nicht ein, denn das habe ich beim Dreamy L10S Ultra Gen 2 Video gemacht. Schaut euch das dort an. Das Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibungsbox. Dann könnt ihr die Zeit hier sparen. Denn der L40 Ultra AE hat 2 Punkte, die der andere Roboter nicht kann. Und das ist einmal die virtuelle Türschwelle-Rampe. Da könnt ihr dann auf der Karte Türschwellen, virtuelle Rampen hier festlegen. Und dann weiß der Roboter, wo diese dann zum Beispiel passierbar sind oder wo diese nicht passierbar sind. Dann könnt ihr das hier in diese Karte reintun, könnt das Ganze so verändern, wie ihr das haben möchtet. Und könnt auch Rampen hier ganz einfach einzeichnen, sodass der Roboter weiß, in welche Richtung hier die Rampe zu befahren ist. Und dann gibt es noch den Punkt Vorhang. Und der Punkt Vorhang funktioniert nur, wenn die Vorhänge nicht zu lang sind. Dann könnt ihr hier auf der Karte Vorhänge anzeichnen und dann versucht der Roboter dort unten drunter zu fahren. Und das sind die 2 Funktionen, die der Dreamy L40 Ultra AE mitbringt bei den Karteneinstellungen. Bei den Einstellungen der beiden Geräte haben wir hier eine Überlappung von ca. 80–85%. Wenn ihr die kompletten Einstellungen sehen wollt, schaut euch auf jeden Fall das Video vom Dreamy L10S Ultra Gen 2 an. Ich zeige euch jetzt die Unterschiede, die der Dreamy L40 Ultra AE mitbringt. Da ist zum einen bei den Einstellungen für Bodenreinigung gibt es als neue Einstellung die automatische Nachreinigung im Clean Genius Modus. Und hier könnt ihr zwischen 2 folgenden Parametern auswählen, sofern das für euch relevant ist. Außerdem, wenn wir etwas weiter runter scrollen, haben wir den Punkt dynamische Reinigung von Bereichen mit Hindernissen. Das ist tatsächlich eine ziemlich coole Einstellung, die man aktivieren kann, sodass der Roboter dann die Bereiche später einfach nochmal sauber macht. Und außerdem gibt es eine experimentelle Funktion, die nennt sich bei Dreamy Laborfunktion, das ist die Fleckenerkennung, wo dann der Roboter, wenn er Flecken erkennt, noch intensiver wischt. Weitere Unterschiede gibt es hier bei den Dock-Einstellungen. Dort haben wir den Punkt automatisches Nachwaschen des Wischmops, speziell wenn man den Clean Genius Modus nutzt. Und das hängt hier mit der automatischen Nachreinigung von eben zusammen. Eine ganz neue Einstellung bietet der L40 Ultra AE bei intelligenter Hindernisvermeidung. Und wenn ihr diese aktiviert, habt ihr zum einen auch den Punkt Haustierpflege, wo ihr dann verschiedene Haustierstrategien hier einstellen könnt. Das ist ziemlich cool, die könnt ihr euch dann alle im Detail anschauen. Und außerdem haben wir auch hier den Punkt Fotos von Haustieren und Bilder von Hindernissen, sofern der Roboter das bei seinem Reinigungsdurchgang dann hier bemerkt. Und last but not least haben wir hier unten das automatische Fülllicht, das ihr auch komplett ausschalten könnt.
Und die zweite Highlight-Funktion der Kamera ist hier die Kamera in Echtzeiteinstellung. Dort könnt ihr aktivieren, dass ihr unter anderem direkt in die Kamera abspringt, entweder zum Steuern oder einfach zu schauen, wo der gerade putzt. Könnt aber auch bei den Fahrteinstellungen hier Patrouillenfahrten festlegen, könnt dann Zeit, Tag, Uhrzeit und dann seht ihr auch die Aufzeichnungen hier in diesem Ordner und könnt dann jederzeit auf diese zugreifen. Und das war's. Alle anderen Einstellungen, die ihr hier seht, teilt er sich mit dem Dreamy L10S Ultra Gen 2. Wenn wir jetzt kurz über das Reinigungsprogramm reden, dann kann ich euch sagen, dass es absolut keinen Unterschied zwischen beiden Robotern gibt. Beide haben hier Clean Genius mit ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Beide haben hier benutzerdefinierte Reinigungsprogramme, die bereits von Dreamy vom Werk aus hier in der App euch mitgegeben werden. Und mit beiden könnt ihr eure eigenen individuellen Reinigungsprogramme hier festlegen, abspeichern und das Ganze dann später in der App nutzen. Kommen wir nun zum Haartest, hier mit der Tricat-Bürste. Ganz wichtig allgemein bei Haaren, bei mehr oder weniger jedem Saugroboter, die Roboter müssen, nachdem sie die Haare aufgesaugt haben, noch eine gewisse Zeit nachlaufen, damit der Effekt der Haarentfernung auch wirklich hier eintreffen kann. Hier gibt sich der Roboter sehr viel Mühe, die ganzen Haarbüschel hier aufzusammeln und in seinen Staubbehälter einzuführen. Persönlich erwarte ich jetzt von der Tricat-Bürste keine Meisterleistung wie bei den Flaggschiff-Modellen, aber es sollte auf jeden Fall ein gewisser Teil von der Hauptbürste haarfrei bleiben nach dem Saugvorgang hier. Und wie wir sehen können, ist die Haarbürste tatsächlich größtenteils haarfrei und das ist top. Die Seitenbürste hat etwas Haar noch dran, das ist leider nicht haarfrei designt, aber ich denke, damit kann man leben. Und die Rolle in der Mitte hat auch etwas Haari abbekommen, aber die kriegt man auch relativ leicht entfernt und gereinigt. Somit ist das ein guter Haartest. Kommen wir nun zum Wischtest. Ich habe euch Ketchup, Mayo, Senf und frischen Kaffee auf den Boden ausgeworfen. Und Ziel ist es zu sehen, ob der Roboter hier, wenn er über den Dreck drüber fährt, anfängt zu schlieren oder ob er das schön sauber alles aufnimmt. Und wir können sehen, dass der Roboter jetzt hier nicht großartig anfängt rumzuschlieren. Das ist schon mal wunderbar und auch eigentlich den ganzen Dreck hier versucht in seinen Wischmops aufzunehmen. Anschließend geben wir ein Küchentuch hier drüber und können schon einige Unreinheiten noch entdecken. Aber das ist ja okay, weil das ist ja nicht fair, das ist ja ein Extremtest, also darf er noch einmal drüber, um sich hier zu beweisen. Und nach dem zweiten Mal können wir sehen, dass hier das Küchentuch schon deutlich sauberer geworden ist und dass das schon ein wunderbares Wischergebnis hier darstellt. Und jetzt schauen wir uns den Roboter von unten an und da können wir den ganzen Ketchup und Mayo und Senf auf den Wischmops sehen. Das ist soweit wunderbar. Und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wie sauber können diese Wischmops wieder werden, wenn sie von der Station gereinigt werden mit 75 Grad heißem Wasser und der Reinigungslösung. Und hier können wir sehen, dass die Wischmops doch sehr gut gereinigt wurden und der größte Dreck hier wieder raus ist und die Wischmops auch eine normale Farbe in diesem Grau wieder angenommen haben und somit bereit sind für den nächsten Wischvorgang bei uns zu Hause. Beim Saugtest verteile ich 50 Gramm Reis hier auf diesen Fellteppich. Dieser ist aber nicht glatt, sondern hat feine Härchen, was die Aufgabe hier für den Saugroboter beim Saugen erschwert. Denn so können wir auch direkt testen, ob die Hauptbürste aus den feinen Härchen hier den Reis rausgebürstet und rausgesaugt bekommt. Erschwerend bei diesem Saugtest für den Saugroboter ist, dass in der Mitte so eine kleine Falte ist, welche eine kleine Schwelle hier simuliert. Denn aus einem einfachen Teppich kann ja jeder die Krümel raussaugen. Wir wollen ja hier den Roboter an seine Grenzen bringen. Anschließend entleere ich das Sauggut hier auf unsere Küchenwaage und sehe da, wir kommen auf 48 Gramm, was eine Aufnahmerate von 96% ist. Kommen wir nun zum Hinderniserkennungstest und ich habe euch hier viele Gegenstände ausgelegt, sei es Kabel, Deko, ganz kleine Gegenstände wie Spielauto oder Lego-Männchen und ein Cosplay-Meisterschwert. Wie eben gesehen, tut sich der Saugroboter mit dem Meisterschwert doch recht schwer und berührt ihn hier und dort. Erfreulicherweise wird hier das dünne und das dicke Kabel sowie die Deko-Koralle und auch der Schuh gut erkannt. Was nicht so gut erkannt wird, sind hier ganz kleine Gegenstände wie hier das Spielzeugauto oder auch das Lego-Männchen. Der Grund, warum das Meisterschwert nicht so gut erkannt wird, kann ich mir nur so erklären, dass in der Kamera gewisse Gegenstände vorprogrammiert sind. Die Koralle ist wahrscheinlich von ihrer Größe aus so groß, dass sie einfach von der Kamera direkt als Hindernis erkannt wird. Somit haben wir im Prinzip eine solide Hinderniserkennung, aber gerade bei ganz kleinen Gegenständen tut sich hier der Roboter sehr, sehr schwer. Das für euch zur Information. Jetzt schauen wir uns mal die Kletterfähigkeiten von diesem Saugroboter an. Wir haben hier eine Schwelle von ca. 2 cm.
Und diese Schwelle ist für den Roboter hier gar kein Problem und das vernascht er hier zum Frühstück, kann man eigentlich sagen. Jetzt doppeln wir das Ganze und haben fast 4 Zentimeter und jetzt schauen wir mal, wie der Roboter damit umgeht. Damit ist der L40 Ultra AE gar nicht einverstanden und erkennt das nicht mehr als Schwelle an, sondern nennen wir es mal Wand und sucht sich hier smarterweise einen anderen Weg, um an sein Ziel zu kommen, und in diesem Fall kann er hier einmal, sag ich mal, durch die Küche durchfahren und gelangt dann am Ende doch an sein Ziel, um dort sauber zu machen. Ist zwar okay, aber hilft halt nicht, wenn es keinen anderen Weg gibt, um an sein Ziel zu kommen. Natürlich werfe ich bei meinen Reviews auch einen Blick, wie die Saugroboter hier mit ganz hochflorigen Teppichen zurechtkommen. Hier können wir sehr gut sehen, dass sich der Saugroboter nicht traut, auf diesen Hochflorteppich zu steigen. Das ist sehr schade. Deshalb helfe ich ihm etwas nach, um dann zu sehen, ob die Performance auf dem Hochflorteppich dennoch stimmen könnte. Gut ist, der Saugroboter fährt hier gewohnt seine Bahnen, auch wenn es ihm sehr, sehr schwer fällt, durch das hochflorige Teppich zu navigieren. Das haben selbst doppelt bis dreimal so teure Saugroboter nicht mal auf diesen Hochflorteppich geschafft. Aber wenn ihr sehr hochflorige Teppich habt, dann werdet ihr vielleicht mit diesem Saugroboter nicht ganz euren Spaß haben. Kommen wir nun zu den verschiedenen Geräuschen, die die Station während des Reinigungsvorgangs macht. Automatische Entleerung starten. Start der Reinigung der Wischer. Start der Dehydrierung der Wischer. Kommen wir nun zum Stromverbrauch des Saugroboters. Im Standby braucht der Roboter 2 Watt. Wenn der Staubbehälter im Roboter in den Staubbeutel der Station abgesaugt werden soll, dann verbraucht das etwas mehr als 770 Watt. Für die Heißwäsche der Wischmops und Reinigung der Station braucht man etwas mehr als 1270 Watt. Zum Aufladen der Batterie braucht der Roboter ca. 20 bis 29 Watt. Und wenn wir diese 20 bis 29 Watt von den 75 Watt abziehen, dann haben wir den Wert, welches hier das Gerät braucht, um die Heißlufttrocknung zu betreiben. Also sagen wir plus minus 50 Watt. Was sagt ihr jetzt hier zum Stromverbrauch des Saugroboters? Schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Ja, meine Damen und Herren, was kostet uns nun der ganze Spaß hier mit dem Dreamy L40 Ultra AE? Ich packe euch den Link hier von Amazon unten in die Videobeschreibungsbox, da müsst ihr nicht unnötig lange suchen. Derzeit bekommt ihr ihn im Rahmen der Black Week Aktion für 499 € und das ist in meinen Augen auch genau der Preis, zu dem man es holen sollte. Fun Fact an dieser Stelle, es ist auch derzeit Bestseller Nummer 1 hier bei Amazon und das spricht, denke ich, auch für sich. Und solltet ihr hier diese Tricat-Bürste nicht nutzen wollen, weil ihr einfach keine langen Haare habt, Haustiere, whatever, dann könntet ihr das auf Kleinanzeigen für 30, 40, 50 € verkaufen und dann würde der Preis noch weiter sinken, was ein super, super Preis wäre. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt ist genau das passiert, wovor ich mich gefürchtet habe. Während ich das Review aufgenommen habe, wurde der Dreamy L10S Ultra Gen 3 gelauncht. Nichtsdestotrotz möchte ich euch hier eine Hilfestellung geben, denn ich weiß, ihr werdet vor der verzweifelten Frage stehen, welchen Saugroboter ihr nun euch kaufen sollt. Also kommen wir zu den 3 Punkten, wo der Gen 3 hier hervorsticht. Zum einen hat er hier nun die 25 Kilopascal, da würde ich aber nicht so viel geben, denn viel spannender ist hier der Volumenstrom und den bekommen wir leider hier nicht mitgeteilt. Zum anderen hat er nun hier diese ausfahrbare Seitenbürste. Das ist ziemlich cool und das hätte ich mir für den L40 Ultra AE auf jeden Fall gewünscht. Das Waschbrett wurde auch leicht verbessert, aber es ist nicht so gut wie beim L40 Ultra AE. Und wir wissen auch nicht, mit wie viel Grad hier das Ganze gewaschen wird, aber es sind auf jeden Fall keine 75 Grad. Und wenn wir weiter runter scrollen zum Lieferumfang, sehen wir auch, dass hier keine Tricat-Bürste mit dabei ist. Also ganz blöd für Menschen mit langen Haaren oder wenn ihr Tiere habt. Und was soll der Spaß nun hier kosten? 599, beziehungsweise ich habe von Dreamy erfahren, der reduzierte Aktionspreis für einen gewissen Zeitraum wird 429 € sein. Aber auf diese 429 € müsste ich noch circa die Tricat-Bürste hinzurechnen mit 40, 50 € und wäre dann irgendwo bei 469, 479 €. Also nur noch 20 € vom reduzierten Preis des L40 Ultra AE entfernt.
Und für die 20 Euro mehr würde ich auf jeden Fall den L40 Ultra AE nehmen, denn er bringt die viel bessere Sensorik mit sich, die viel bessere Basisstation, die sich besser reinigt und den Roboter besser reinigt und auch die ganze Kamerathematik, auch die 2 LEDs für bessere Navigation im Dunkeln und so weiter. Und gerade wenn ihr Haustiere habt, kommt ihr an dem L40 Ultra AE gar nicht vorbei, weil der mit Haustieren viel, viel mehr Spaß macht. Ihr hört schon, für den Mehrpreis von 20 Euro bekommt ihr ganz, ganz viel, müsst aber leider auf die seitliche ausfahrbare Bürste verzichten. Ja, das war's auch schon. Kommen wir nun zum Fazit des Dreamy L40 Ultra AE. Und ganz klar, für ein lila Schein bekommt ihr hier einen Wahnsinnsroboter. Wie schon im Intro erwähnt, 75 Grad Heißwäsche. Ihr habt hier eine deutlich bessere, präzisere Navigation. Ihr habt viel bessere Haustierfunktionen und auch eine Kamera, die ihr selber hier frei nutzen könnt. Die Station macht sich selber sauber und ihr habt auch die Möglichkeit, hier das Ganze aufzurüsten mit einer Festwasserinstallation. Und die Tricard-Bürste ist in dem Preis von einem lila Schein sogar hier mit inkludiert, was man bei diesem Gerät sich noch dazu kaufen musste. Kann ich euch den Dreamy L40 Ultra AE nun bedenkenlos empfehlen oder solltet ihr hier zum Dreamy L10S Ultra Gen 2 greifen? Wenn ihr den hier zum Preis von 499 schießen könnt, denn der reguläre Preis sind ja 599, dann ist das ein absoluter Burner und da macht ihr nichts falsch. Denn der hier ist jetzt reduziert worden auf 380 Euro plus minus und da kriegt ihr gute im Vergleich Basisfunktion, aber ich würde auf jeden Fall die paar Euro in die Hand nehmen und für 499 Euro dieses Gerät versuchen zu schießen. Und wie ist eure Meinung nun zu dem Ganzen? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin total gespannt. Ich lese auf jeden Fall mit und ich denke Dreamy auch. Wenn euch dieses Video geholfen hat, hier eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen, über ein Like würde ich mich riesig freuen. Teilt das Video auch gerne. Ansonsten, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.